Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch wieder ein paar schöne Muster. Das ist das erste Muster, sind beide einseitig. Ich kann mir beide Muster auch gut für Mützen vorstellen. Also wie gesagt, das ist das erste Muster und das ist das zweite Muster. So schauen die beide aus. Also das ist die linke Seite und das ist auf der rechten Seite. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Also ich habe bereits ein paar Reihenmuster gestrickt, so schaut es aus. Und jetzt stricken wir mit euch zusammen. Maschenanzahl für dieses Muster ist teilbar durch 4 plus 2 Maschen, zum Beispiel 20 Maschen plus 2 sind 22 Maschen. So, und wir stricken jetzt die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt hebe ich 2 Maschen ab, wie linke Maschen, also Faden vor der Arbeit, und 2 Maschen hebe ich ab. Hier stricke ich 2 Maschen rechts. 2 Maschen hebe ich ab, Faden vor der Arbeit. 2 Maschen rechts. 2 Maschen abheben, Faden vor der Arbeit. 2 Maschen rechts. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. 2 Maschen abheben, 2 Maschen rechts. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Die Randmasche stricke ich auch rechts, die kann man aber auch links stricken, so wie ihr gewohnt seid. So, jetzt wende ich die Arbeit. So, auf der linken Seite, die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich die ersten 2, die schauen bei uns wie die linken Maschen aus. Da stricke ich jetzt 2 Maschen rechts. Die zweiten 2 Maschen schauen wie die rechten aus, die stricke ich jetzt links. Also 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links und so weiter. Also wir stricken praktisch entgegengesetzt, da wo die linken stricken wir die rechten, da wo die rechten sind, stricken wir die linken. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Ich habe 2 Maschen links gestrickt und die Randmasche stricke ich rechts. Jetzt wende ich das Ganze. So, die Randmasche hebe ich ab. Jetzt haben wir hier 2 rechten Maschen, die stricke ich rechts. Das ist die rechte Musterseite. Und die 2 linken Maschen, die hebe ich ab, Faden vor der Arbeit. 2 rechten Maschen stricke ich rechts und 2 linke Maschen hebe ich ab, Faden vor der Arbeit. 2 Maschen rechts, 2 abheben, 2 Maschen rechts, die linken Maschen abheben. 2 Maschen rechts, die linken Maschen abheben, Faden vor der Arbeit. Und die Randmasche stricke ich rechts. Jetzt wende ich nochmal. So, hier die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt schaue ich hier, ich habe hier 2 Maschen rechts. Also ich stricke die 2 Maschen als 2 linke Maschen. Jetzt habe ich 2 linke Maschen, ich stricke die als 2 rechte Maschen. Also auf der linken Seite stricken wir immer entgegengesetzt. Die linken Seiten, die linken Maschen als rechte und die rechten Maschen als linke Maschen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe, da stricke ich 2 Maschen rechts, die Randmasche rechts. Und jetzt wenden wir nochmal alles. Und auf der rechten Seite, da schaue ich immer,
Die linken Maschen hebe ich immer ab. Also wir haben jetzt 2 linke Maschen, die hebe ich ab, Faden vor der Arbeit, und die 2 rechten Maschen, die stricke ich durch. Die 2 linken hebe ich ab, Faden vor der Arbeit, und die 2 rechten stricke ich durch. 2 linken abheben, 2 rechte stricken, 2 linke abheben, 2 rechte stricken. So, am Ende der Reihe nochmal 2 rechte Maschen und die Randmasche. Und so schaut das Muster aus. Ein sehr schönes, aber auch sehr einfaches Muster. Kann man bestimmt auch sehr schön für Mützen verwenden. So, wir stricken jetzt mit euch das zweite Muster. So, das ist die erste Reihe dann. Also Maschenanzahl ist hier auch teilbar durch 4 plus 2 Randmaschen. Also wir stricken 2 verkreuzte Maschen, erst nach links und dann nach rechts verkreuzt. Also ich gehe mit meiner Nadel hinter der Arbeit und stiche in die zweite Masche ein, stricke diese Masche rechts. Jetzt gehe ich in die erste Masche und stricke diese Masche auch rechts und hebe jetzt ab. Jetzt stricken wir 2 verkreuzte Maschen nach rechts. Je nachdem, wie bei euch die Maschen auf der Nadel liegen, wenn die so rumliegen, dann müsst ihr diese wahrscheinlich erstmal wenden, dass die linke Schlingenseite hier vorne ist. So, jetzt gehe ich vor der Arbeit, stricke die zweite Masche rechts und dann steche ich in die erste Masche ein und stricke die erste Masche auch rechts. Und jetzt hebe ich ab. Und das Ganze wiederholen wir, jeweils 2 Maschen verkreuzt, also hinter der Arbeit die zweite Masche stricken und dann die erste Masche stricken. Jetzt vor der Arbeit die hintere Masche stricken und dann die vordere Masche stricken. Das Ganze wiederholen wir. Erst hinten einstechen, von hinten und dann von vorne. So schaut es aus und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, und die Randmasche stricke ich dann rechts, die kann man aber auch links stricken. So, jetzt wende ich. So, stricke ich die zweite Reihe und alle weiteren geraden Reihen stricken wir alle Maschen links. Also ich stricke jetzt einfach alle Maschen links. So stricken wir die dritte Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricken wir auch wiederum verkreuzte Maschen. Erst vor der Arbeit stiche ich in die zweite Masche ein und dann nach der Arbeit, also hinter der Arbeit, in die zweite einstechen und 2 Maschen verkreuzen. Jetzt vor der Arbeit stiche ich ein, 2 Maschen verkreuzen. Jetzt hinter der Arbeit. Vor der Arbeit, hinter der Arbeit. Und so weiter. So, also die vierte Reihe habe ich dann linke Maschen gestrickt und jetzt wiederholen wir das Ganze.
Jetzt stricke ich verkreuzte Maschen, erst hinter der Arbeit einstechen und jetzt vor der Arbeit. Hinter der Arbeit und dann vor der Arbeit. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt stricken wir, also die linke Seite habe ich wiederum links gestrickt. Jetzt sind wir wieder auf der Vorderseite. Und da stiche ich jetzt vor der Arbeit ein und dann die zweite Masche. Jetzt hinter der Arbeit und dann die vordere Masche. Und so stricken wir dann weiter. Ich wollte euch noch ein paar Tipps geben, wie man das Muster besser merken kann. Und zwar, wir sehen hier zum Beispiel so bei den ersten 2 Maschen, die schauen eher so gleichmäßig aus. Aber die nächsten 2 Maschen, da schaut diese Masche, die legt sich so schön nach rechts und liegt hier oben. Das heißt, hier steche ich dann von hinten ein und hier steche ich von vorne ein. Also hier stricke ich jetzt von vorne und hier diese Masche, die schaut, liegt oberhalb nach rechts und dann stricke ich von hinten. So, hier stricke ich von vorne und die Masche liegt oberhalb, so nach rechts, da stricke ich von hinten. So kann man sich das Muster besser merken, damit man nicht durcheinander kommt. So, ich habe dann ein paar weitere Reihen gestrickt. So schaut das Muster nochmal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.